will not say one more word on this. Francis eventually defrocked the US Cardinal. Eilmeldung. Die Welt hat gerade einen ihrer einflussreichsten geistlichen Führer verloren. Papst Franziskus, der erste Papst aus Lateinamerika. Der Reformer. Die Stimme für die Armen und den Planeten ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies ist nicht nur das Ende eines Papsttums. Es ist das Ende einer Ära. In den nächsten Minuten gehen wir der Frage nach, was passiert ist, wie die Welt darauf reagiert und warum sein Tod weit über die Mauern des Vatikans hinaus Schockwellen auslöst. Dies ist mehr als eine Schlagzeile. Es ist Geschichte im Entstehen. Dies ist die Geschichte der letzten Tage von Papst Franziskus und des Vermächtnisses, das er hinterlässt. Bleiben Sie bei uns. Ein transformatives Papsttum geht zu Ende. Vatikanstadt 21. April 2025. Papst Franziskus. Der 266. Papst der römisch-katholischen Kirche und eine transformative Figur im globalen religiösen und politischen Leben, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Vatikan bestätigte seinen Tod am frühen Montagmorgen um 7:35 Uhr. May. Ortszeit in seiner Residenz Casa Santa Marta an den Folgen einer doppelten Lungenentzündung. Franziskus, der erste Papst aus Lateinamerika, wurde als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, Argentinien, geboren und im März 2013 nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. In das Papstamt gewählt. Während seiner 12-jährigen Amtszeit wurde Franziskus für seinen bescheidenen Führungsstil, seinen Einsatz für die Armen und Ausgegrenzten und seine Bemühungen um die Modernisierung und Reform der katholischen Kirche bekannt. Sein letzter öffentlicher Auftritt war am Ostersonntag, als er die auf dem Petersplatz versammelte Menge segnete. Petersplatz segnete, obwohl er sichtlich mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Der Vatikan hat mit den traditionellen Trauerritualen im Zusammenhang mit dem Tod eines Pontifex begonnen, zu denen auch die Versiegelung und feierliche Zerstörung des Fischerrings gehört. In den kommenden Wochen wird ein Konklave der Kardinäle einberufen, um einen neuen Papst zu wählen. Im Laufe des Tages gingen Reaktionen aus aller Welt ein. Politische Führer, religiöse Persönlichkeiten und Menschenrechtsaktivisten lobten Papst Franziskus für seinen unerschütterlichen Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte ihn einen moralischen Kompass für die Welt. US. Präsidentin Kamala Harris erklärte, sein Vermächtnis des Mitgefühls und des Mutes wird weit über die Mauern des Vatikans hinaus Bestand haben. Der Tod von Papst Franziskus fällt in eine Zeit zunehmender globaler Unruhen. Und sein Fehlen hinterlässt eine bemerkenswerte Lücke, sowohl im geistlichen als auch im geopolitischen Diskurs. Zu Lebzeiten war er ein Verfechter der Armen, ein Kritiker des ungezügelten Kapitalismus und eine Stimme für den Klimaschutz. Nach seinem Tod hinterlässt er ein Vermächtnis der Demut, der Zerrissenheit und der Hoffnung. Es wird erwartet, dass die Beerdigungsmodalitäten in Kürze bekannt gegeben werden. In der Vatikanstadt wehen die Flaggen auf Halbmast, während aus der ganzen Welt Trauerkundgebungen stattfinden. Rücktritt. Vor seinem Tod erklärte Papst Franziskus, dass er ein Rücktrittsschreiben für den Moment bereithielt, in dem er Pontifex würde. Die neuen Kardinäle kommen aus 14 verschiedenen Ländern der Welt. 18 der 21 neu gewählten Kardinäle sind unter 80 Jahre alt. Damit sind sie nach dem Kirchenrecht berechtigt, an einem geheimen Konklave teilzunehmen, in dem der nächste Papst nach dem Tod oder Rücktritt von Franziskus gewählt wird. Der Papst ist eine der wichtigsten Personen in der Welt und in der katholischen Kirche. Seit Jahren wird über den Rücktritt des Papstes spekuliert und darüber, wer der nächste Papst werden könnte. Papst Franziskus hat gesagt, das Papstamt sei auf Lebenszeit, aber ein Rücktritt sei immer möglich. Doch gerade als die Welt zu wissen glaubte, was sie erwartet, gab es eine überraschende Wendung, die alle fassungslos machte. Diesmal ging es um mehr als nur um seinen Rücktritt. Es ging darum, wer sein Erbe weiterführen würde, wer die Nachfolge von Papst Franziskus antreten würde und was sein Abgang für die Kirche bedeutete. Kommentieren Sie unten, sind Sie traurig über den derzeitigen Zustand von Papst Franziskus 1 oder glauben Sie, dass hinter verschlossenen Türen mehr vor sich geht 0? Lassen Sie uns die Situation Schritt für Schritt aufklären, denn was gerade passiert, lässt die Welt den Atem anhalten. Soeben wurde eine bahnbrechende Nachricht bekannt, die die Welt fassungslos macht. Papst Franziskus hat seinen Rücktritt angedeutet, womit sein Pontifikat zu Ende gehen könnte.
Er wurde zum 266. Papst der katholischen Kirche gewählt. Am 13. März 2013 beendete Papst Franziskus fast 12 Jahre seines treuen Dienstes. Der Papst hat jedoch erklärt, dass niemand der Kirche auf unbestimmte Zeit dienen kann. Im Alter von 88 Jahren haben die Sorgen um seine Gesundheit zugenommen und es kursieren Gerüchte über seinen Gesundheitszustand und seine Fähigkeit, seine Aufgaben weiterhin zu erfüllen. Viele haben darüber spekuliert, wann er zurücktreten könnte und was dies für die Kirche bedeuten würde. Papst Franziskus hat endlich sein Schweigen zu diesem Thema gebrochen. Alle waren verblüfft, als er den Rücktritt erwähnte. Der 85-jährige Franziskus betonte, dass er bis jetzt nicht an einen Rücktritt gedacht habe. Papst Franziskus hat erklärt, dass er in bestimmten Situationen einen Rücktritt von seinem Amt in Betracht ziehen könnte. Obwohl er Gerüchte über einen baldigen Rücktritt zurückgewiesen hat, hat er offen über die Herausforderungen gesprochen, denen er als Papst gegenübersteht. Ein Faktor, der ihn zum Rücktritt veranlassen könnte, ist seine Gesundheit, die während seiner gesamten Amtszeit als Oberhaupt der katholischen Kirche Anlass zur Sorge gegeben hat. Gesundheitliche Probleme sind einer der Hauptgründe, warum Papst Franziskus seinen Rücktritt in Betracht ziehen könnte. Sein Gesundheitszustand ist mehrfach in Diskussionen zur Sprache gekommen, vor allem wenn er Anzeichen eines Leidens gezeigt hat oder ärztliche Hilfe benötigt. Gerüchte über seinen Rücktritt begannen 2021 zu kursieren, angeheizt durch die Sorge um seine Gesundheit. Obwohl er die Gerüchte schnell dementierte, war es klar, dass sich viele Menschen Sorgen machten, wie lange er seinen anspruchsvollen Zeitplan aufrechterhalten könnte. Im Juni 2022 sagte Papst Franziskus 2 wichtige Reisen in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan ab. Seine Ärzte rieten ihm aus gesundheitlichen Gründen von der Reise ab. Dies war einer der wenigen Fälle, in denen der Papst seinem Wohlbefinden Vorrang vor seiner Verantwortung einräumen musste. Es hat gezeigt, wie sich sein körperlicher Zustand auf seine Verantwortung auswirken kann, was die Frage aufkommen ließ, ob er sich vielleicht doch zum Rücktritt entschließen würde. Ein weiterer ernster Vorfall ereignete sich im März 2023, als Papst Franziskus mit einer Lungeninfektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Heute Abend, wenige Tage vor Beginn der Karwoche, beten die Katholiken in aller Welt für Papst Franziskus. Der Vatikan berichtet, dass der 86-jährige Papst heute Abend im Krankenhaus liegt, nachdem er über Atemprobleme geklagt hatte. Er erholte sich jedoch schnell und nahm seine Rolle als Leiter einer öffentlichen Messe wieder auf. Auch wenn er weiterhin hart arbeitet, können unerwartete gesundheitliche Probleme wie diese den vollen Terminkalender eines Papstes durcheinander bringen. Im Juni 2023 unterzog er sich einer Leistenbruchoperation. Die Operation erforderte einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt und lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf die Anforderungen seiner Arbeit. Auch wenn diese gesundheitlichen Probleme bekannt sind, bleiben bestimmte Aspekte seines Zustands der Öffentlichkeit unbekannt. Bleiben Sie dran für weitere Informationen. Rückgang der Gesundheit. Papst Franziskus sitzt seit 2022 aufgrund von Knieschmerzen im Rollstuhl. Er hat offen darüber gesprochen, wie seine Krankheit ihn verlangsamt hat, und bezeichnete sie als eine neue, langsamere Phase in seinem Pontifikat. Er hat sich zwar an diese Veränderung angepasst, aber es besteht die Möglichkeit, dass er seine körperlichen Einschränkungen in Zukunft als zu einschränkend empfindet. Kürzlich. Im Dezember 2024 wurde Papst Franziskus mit einer Prellung am Kinn gesehen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte. Nur einen Monat später, im Januar 2025, stürzte er erneut, wobei er sich am Arm verletzte und eine Schlinge tragen musste. Obwohl keiner dieser Vorfälle schwerwiegend war, zeigten sie die körperlichen Risiken, denen er mit zunehmendem Alter ausgesetzt sein wird. Trotz dieser Herausforderungen hat Papst Franziskus erklärt, dass sein derzeitiger Gesundheitszustand ihn nicht zum Rücktritt zwingt. Heute Morgen haben wir schockierende neue Informationen über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus erfahren. In einem neuen Interview verrät er, dass er bereits ein Rücktrittsschreiben verfasst hat, falls er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht ausüben kann. Er hat den Katholiken versichert, dass er gesund genug ist, um sein Amt auszuüben. Er hat jedoch bekannt gegeben, dass er ein Rücktrittsschreiben verfasst hat für den Fall, dass sich sein Gesundheitszustand so weit verschlechtert, dass er nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Dieser Schritt zeigt, dass er bereit ist, der Kirche Vorrang einzuräumen, wenn er glaubt,
dass er sie nicht mehr wirksam leiten kann. Papst Franziskus schreibt in seinem Buch Hoffnung, dass er sich keine allzu großen Sorgen um seine Gesundheit macht und zuversichtlich ist, dass er weitermachen kann. Er beruhigt diejenigen, die in ihm eine Führungspersönlichkeit sehen, indem er seine Gedanken mit ihnen teilt, aber auch offen über die Möglichkeit eines Rücktritts spricht, falls dies notwendig sein sollte. Die Tatsache, dass er über ein Rücktrittsschreiben verfügt, zeigt sein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Kirche. Während seiner gesamten Zeit als Papst hatte Franziskus mit zahlreichen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, aber er hat sein Amt weiterhin mit Hingabe ausgeübt. Seine Offenheit gegenüber der Möglichkeit eines Rücktritts zeugt von Bescheidenheit und Realismus. Papst Franziskus hat wiederholt erklärt, dass ein Papst in der Lage sein muss, die Kirche effektiv zu führen. Er glaubt, dass er zurücktreten sollte, wenn er nicht mehr in der Lage ist, seine Verantwortung zu erfüllen. Diese Haltung spiegelt nur seine bescheidene Einstellung zu seinem Amt wider. Denn er sieht es eher als eine Pflicht an, Milliarden von Katholiken weltweit zu dienen, denn als eine Machtposition. Er hat ernsthaft über einen Rücktritt nachgedacht. Eine neue Ankündigung aus dem Vatikan hat die Spekulationen über einen bevorstehenden Rücktritt von Papst Franziskus als Oberhaupt der katholischen Kirche neu entfacht. Vor allem, wenn ihn etwas an der Ausübung seines Amtes hindert. Papst Franziskus hat jedoch unmissverständlich erklärt, dass er nicht die Absicht hat, zu diesem Zeitpunkt zurückzutreten. Er hat sich gegen einen zu häufigen Rücktritt von Päpsten ausgesprochen und behauptet, dass dies nur in seltenen Fällen geschehen sollte. Er ist der Meinung, dass Rücktritte nicht zur gängigen Praxis werden sollten, da sie dem Ansehen des Papsttums schaden könnten. Für den Fall seines Rücktritts hat Papst Franziskus erklärt, dass er gerne als emeritierter Bischof von Rom bezeichnet werden würde. Dieser Titel unterstreicht seinen Status als Seelsorger und nicht als Autoritätsperson. Es gibt auch die Überzeugung, dass ein Papst die vollständige Kontrolle über seine geistigen Fähigkeiten haben muss, was der Grund sein könnte. Man glaubt, dass Papst Franziskus aus verschiedenen Gründen zurücktreten könnte, unter anderem aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt eine noch schockierendere Erklärung. Schauen wir uns das mal genauer an. Innerkirchliche Konflikte und Widersprüche. Papst Franziskus ist mit internem Widerstand konfrontiert, der ihn dazu bringen könnte, seinen Rücktritt zu erwägen. Im Jahr 2018 beschuldigte ihn Erzbischof Carlo Maria Vigano, Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Kardinal Theodore McCarrick zu vertuschen. Vigano forderte sogar den Rücktritt des Papstes und behauptete, er habe es versäumt, entschieden gegen Missbrauchstäter vorzugehen. Obwohl Papst Franziskus nicht auf die Anschuldigungen reagierte, machte die Situation deutlich, wie tief die Kirche gespalten ist und wie schwierig es ist, mit solchen Herausforderungen umzugehen und gleichzeitig vereint zu bleiben. Die jüngsten gesundheitlichen Probleme von Papst Franziskus haben Spekulationen genährt, dass er möglicherweise seinen Rücktritt plant. Die Kontroverse um Vigano wurde noch komplizierter, als ihm ein Prozess im Vatikan drohte, weil er zur Spaltung der Kirche beigetragen hatte. Interne Konflikte haben das Potenzial, zu eskalieren und den Papst vor zusätzliche Herausforderungen zu stellen. Die Auseinandersetzung mit solchen öffentlichen Konflikten, insbesondere wenn hochrangige Geistliche involviert sind, erhöht den Druck auf den Papst nur noch mehr. Diese Themen schaden dem Image der Kirche und erschweren es Papst Franziskus, sich auf seine Mission der Reform und Erneuerung zu konzentrieren. Conservative Gruppen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, haben Papst Franziskus kritisiert. Sie wenden sich häufig gegen seine progressiven Ansichten zum Klimawandel, zum interreligiösen Dialog und zur Einbeziehung von Randgruppen. Viele Mitglieder dieser Gruppen haben seine Führung und seine Politik offen kritisiert. Einige forderten sogar seinen Rücktritt. Diese starke Opposition offenbart die tiefen ideologischen Gräben in der Kirche, die es Papst Franziskus schwer machen, eine so vielfältige globale Gemeinschaft zu vereinen. Die Finanzreform war eine weitere große Herausforderung für den Papst. Seit er 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde, hat Papst Franziskus unermüdlich daran gearbeitet, Korruption und finanzielle Misswirtschaft im Vatikan zu bekämpfen. Die Umsetzung dieser Reformen war jedoch schwierig. Auch Papst Franziskus sorgte am Wochenende für Schlagzeilen, nachdem ein Interview veröffentlicht worden war. Er behauptet, dass er sein Rücktrittsschreiben für den Fall eines medizinischen Notfalls bereits unterzeichnet und einem der Kardinäle des Vatikans übergeben hat. Einige Kirchenführer haben sich dem Wandel widersetzt, während andere die Initiativen des Papstes kritisiert haben.
weil sie angeblich nicht transparent genug sind. Diese Widerstände haben es ihm erschwert, seine Ziele zu erreichen und den Stress in seinem Job erhöht. Die Rücktrittsforderungen konservativer Organisationen verschärfen die Schwierigkeiten, mit denen Papst Franziskus konfrontiert ist. Diese Forderungen basierten häufig auf Meinungsverschiedenheiten mit seinem Führungsstil und seiner Politik. Obwohl Papst Franziskus stets die Bedeutung der Einheit betont hat, hat die ständige Kritik bestimmter Gruppierungen zu erheblichen Belastungen geführt. Diese Art von Opposition kann für jede Führungsperson anstrengend sein und sie dazu veranlassen, den Rücktritt zu erwägen und jemand anderem die Führung zu überlassen. Trotz dieser Herausforderungen hat Papst Franziskus zahlreiche Anstrengungen unternommen, um die internen Konflikte in der Kirche anzugehen. Er hat häufig über den Wert des Dialogs und der Versöhnung gesprochen und die Kirchenmitglieder ermutigt, sich trotz ihrer Differenzen zu vereinen. Er ist der Ansicht, dass Einheit nicht voraussetzt, dass alle in allen Fragen übereinstimmen, sondern dass die Kirche zusammenarbeiten sollte, um ihren Auftrag zu erfüllen. Die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Kirche können es jedoch schwierig machen, dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist noch nicht alles. Papst Franziskus hat auch strenge Maßnahmen gegen diejenigen ergriffen, die in Missbrauch oder Fehlverhalten verwickelt waren. Er hat Bischöfe und Kardinäle, die des Fehlverhaltens beschuldigt wurden, abgesetzt und Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Mitglieder der Kirche ergriffen. Während viele diese Bemühungen gelobt haben, sind einige Mitglieder der Kirche der Meinung, dass sie zu hart oder politisch motiviert sind. Die Balance zwischen entschlossenem Handeln und dem Umgang mit Rückschlägen erschwert seine Führungsrolle. Franziskus hat dies offen zugegeben, um die Transparenz über die inneren Abläufe der Kirche zu erhöhen. Während viele Menschen seine Offenheit zu schätzen wussten, glaubten andere, dass dies dem Ruf der Kirche schade. Berichten zufolge ist die Zahl der Frauen, die im Heiligen Stuhl und im Staat Vatikanstadt Ämter bekleiden, seit dem Beginn des Pontifikats von Papst Franziskus von 19,2% auf 23,4% gestiegen. Dieser Anstieg bedeutet eine deutliche Zunahme der Präsenz von Frauen im Vatikan. Eines der wichtigsten Ziele, die sich Papst Franziskus gesetzt hat, ist die Bekämpfung der Korruption. Um sicherzustellen, dass die Gelder in angemessener Weise verwendet werden, hat er Finanzprüfungen und eine verstärkte Aufsicht innerhalb des Vatikans eingeführt. Viele Kirchenführer, die von den derzeitigen Systemen profitieren, widersetzen sich jedoch diesen Reformen. Es ist möglich, dass Papst Franziskus aufgrund der kumulativen Wirkung dieser internen Konflikte und Widerstände irgendwann seinen Rücktritt in Erwägung zieht. Es ist keine leichte Aufgabe, eine Weltkirche zu leiten, die mit so vielen Spaltungen und Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere für jemanden, der auch mit gesundheitlichen Problemen und den Anforderungen des Alters zu kämpfen hat. Es ist möglich, dass der Rücktritt es jemandem mit neuen Ideen und neuer Energie ermöglicht, das Amt zu übernehmen und die Kirche voranzubringen. Außerdem könnte es für Papst Franziskus eine Gelegenheit sein, sich nach Jahren intensiver Arbeit zu entspannen. Andererseits wirft das Ereignis auch eine Frage auf. Wer würde das Amt des Papstes übernehmen, wenn er heute von seinem Amt zurücktreten würde? Müsste das Kardinalskollegium zusammentreten, um das nächste Oberhaupt der katholischen Kirche zu wählen? Oder hat Papst Franziskus bereits eine Entscheidung über seinen Nachfolger getroffen? Es gibt immer noch viele Christen, die daran interessiert sind, herauszufinden, wer in Zukunft die Nachfolge von Papst Franziskus antreten wird. Im Gegensatz dazu hat Papst Franziskus die Identität der Person, die am ehesten seine Nachfolge antreten wird, noch nicht bekannt gegeben. Stattdessen hat er nur über die Eigenschaften gesprochen, die er für den nächsten Papst für notwendig hält. Die Situation hat daher zu Spekulationen darüber geführt, welcher der Kardinäle diese Eigenschaften besitzt. Die Person, die die Nachfolge von Papst Franziskus antreten wird wie üblich aus den Reihen der Kardinäle ausgewählt. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Kardinälen, die derzeit an der Seite von Papst Franziskus dienen. Doch welcher dieser Kardinäle verkörpert wirklich die Eigenschaften, die der Papst beschrieben hat? Und noch wichtiger, wer ist die Person, die Papst Franziskus am meisten bewundert? Die Antwort des Papstes auf diese Frage hat viele Menschen sprachlos gemacht. Und wir werden sie gleich enthüllen. In diesem Moment zählen wir die Stunden bis zum Konklave, einem geheimen Wahlverfahren, bei dem der nächste Papst gewählt wird. Die ganze Welt schaut auf dieses Ereignis, das in diesem Augenblick stattfindet. Welchem Kardinal scheint er nach seinen Äußerungen den Vorzug zu geben? Bevor wir uns damit befassen,
wollen wir einen Blick auf die amtierenden Kardinäle werfen. Bleiben Sie dran, wenn wir erkunden, wer der Nachfolger des Papstes werden könnte. Kardinäle, die Papst Franziskus nachfolgen könnten. Viele glauben, dass Kardinal Luis Tagle der wahrscheinlichste Kandidat für die Nachfolge von Papst Franziskus als nächster Papst ist, auch wenn noch nicht feststeht, wer sein Nachfolger wird. Im Vergleich zu anderen Kardinälen sticht er durch seinen bemerkenswerten Weg innerhalb der katholischen Kirche und die Qualitäten, die er im Laufe seiner Geschichte bewiesen hat, hervor. Um zu verstehen, warum er als potenzieller Nachfolger in Betracht gezogen wird, ist es wichtig, seine frühen Jahre und die Schritte zu untersuchen, die ihn zu seinem jetzigen Amt geführt haben. Bereits in seiner Kindheit entwickelte Kardinal Luis Tagle eine starke Bindung zur Kirche. Seine Erziehung war von einem starken Bekenntnis zum katholischen Glauben geprägt. Und er wurde 1957 in Manila auf den Philippinen geboren. Die Bedeutung des Glaubens, der Freundlichkeit und des Dienstes am Nächsten wurde ihm von seinen Eltern eingeimpft. Tagle zeigte von klein auf eine tiefe Hingabe an die Kirche, diente als Messdiener und nahm an einer Vielzahl von Aktivitäten teil, die von der Kirche organisiert wurden. Diese prägenden Erfahrungen förderten seine lebenslange Liebe zur Kirche und ihrer Arbeit. Um Priester zu werden, musste Tagle viele Jahre lang schuften und fleißig studieren. Später schrieb er sich im Priesterseminar von San Jose ein. Nachdem er sein Philosophiestudium an der Universität Ateneo de Manila abgeschlossen hatte, die er zuvor besucht hatte. Sein Engagement war in dieser Zeit unübersehbar. Er konnte sein Wissen weiter vertiefen, indem er an der Katholischen Universität von Amerika ein Doktoratsstudium in Heiliger Theologie absolvierte. Nach Abschluss seines Studiums bereitete er sich auf die Führungsaufgaben vor, die er später übernehmen sollte, indem er sich auf die Funktion der Kirche in der heutigen Welt konzentrierte. Im Jahr 1982 wurde Luis Tagle zum Priester geweiht. Er gilt als der beliebteste Kardinal auf Facebook und seine Predigten gehören zu den meistgesuchten Inhalten auf YouTube. Er ist nicht nur der Erzbischof von Manila, sondern heißt auch Luis Antonio Tagle. Er wurde 1957 in dieser Stadt geboren und ist derzeit der zweitjüngste Kardinal im Kardinalskollegium, da er 55 Jahre alt ist. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn, die sowohl die Lehrtätigkeit als auch die seelsorgerische Arbeit als Gemeindepfarrer umfasste, half er bei der Leitung seiner Gemeinde und entwickelte enge Beziehungen zu den Menschen, denen er diente. Gleichzeitig vermittelte er sein Wissen an angehende Priester, indem er sie in Theologie unterrichtete. Er war eine Inspiration für andere. Als Tagle im Jahr 2001 zum Bischof von Imus ernannt wurde, war dies ein bedeutender Moment in seinem Berufsleben. Als Bischof pflegte er eine enge Beziehung zu den Menschen in seiner Gemeinde. Er besuchte die Menschen häufig zu Hause und bemühte sich, die Kirche für alle zugänglich zu machen. Sein Führungsstil war von Bescheidenheit und Mitgefühl geprägt, und er setzte sich mit großem Engagement für die Menschen ein, die an den Rand gedrängt und arm waren. Sein Führungsstil spiegelte die Prinzipien wider, die während des Zweiten Vatikanischen Konzils betont wurden, das die Kirche aufforderte, sich stärker in der Welt zu engagieren. Das Ansehen von Luis Tagle wuchs während seiner aktiven weltweiten kirchlichen Arbeit. Wenn er an internationalen Treffen teilnahm, vertrat er die katholische Kirche und setzte sich für wichtige Themen wie Armut und soziale Gerechtigkeit ein. Außerdem setzte er sich für den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher religiöser Überzeugungen ein. Er war in der Lage, mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenzuarbeiten, und sein Engagement für die Schwächeren brachte ihm in der ganzen Welt Respekt ein. Sein Ruf als eine Führungspersönlichkeit, die die Kirche zusammenführen kann, wurde durch diese Bemühungen gestärkt. Luis Tagle wurde 2012 von Papst Benedikt XVI. Zum Erzbischof von Manila ernannt und später in den Rang eines Kardinals erhoben. Infolge dieses bedeutenden Wendepunkts in seiner Laufbahn wurde er in der katholischen Kirche in eine herausragende Position befördert. Aufgrund seiner Position als Kardinal wurde Tagle in verschiedene wichtige Aufgaben innerhalb des Vatikans eingebunden. Eine dieser Aufgaben bestand darin, die Kirche bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Seine Beförderung zum Kardinal wurde als Anerkennung seiner Führungsstärke und seines Engagements für die Mission der Kirche angesehen. Laut Luis Antonio Tagle, dem Erzbischof von Manila, ist der Glaube in der heutigen Welt nicht nur eine Frage der religiösen Überzeugung. Seiner Meinung nach führt der Mangel an Vertrauen, den die Menschen in die Menschen haben, zu einem Wandel der Gesellschaft.
Im Laufe der Zeit hat sich Tagle unter den Geistlichen großen Respekt verschafft. Die Menschen beschreiben ihn häufig als bescheiden, zugänglich und zutiefst mitfühlend. Aufgrund seiner Fähigkeit, die Lehren der Kirche auf eine Art und Weise zu erklären, die allen Menschen zugänglich ist er bei Katholiken auf der ganzen Welt beliebt geworden. Er ist auch bekannt für sein Engagement für Bedürftige und die Erweiterung der Mitgliederzahl der Kirche. Aber wird Louis Tagle der nächste Papst sein? Finden wir es heraus. Möglichkeiten. Dass Louis Tagle der nächste Papst wird. Wenn darüber diskutiert wird, wer der nächste Papst werden könnte, wird häufig der Name von Kardinal Louis Tagle genannt, seine beeindruckende Karriere und seine Qualitäten, die den Bedürfnissen der modernen katholischen Kirche entsprechen, machen ihn beliebt. Die Tatsache, dass er innerhalb der Kirche eine so starke Führungsrolle übernommen hat ihm die Möglichkeit gegeben, das Amt des Papstes zu übernehmen. Tagle war in Führungspositionen tätig, unter anderem als Erzbischof von Manila, wo er für die Leitung einer großen katholischen Gemeinde in Asien verantwortlich war. Im Jahr 2019 ernannte ihn Papst Franziskus zum Leiter der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, die als eines der wichtigsten Ämter innerhalb des Vatikans gilt. Diese Ämter sind nur der Beweis dafür, dass er in der Lage ist, große Gruppen zu leiten und die Verantwortung zu übernehmen, die mit der Zugehörigkeit zur Kirche einhergeht. Tagle ist bekannt für seine Führungserfahrung und sein tiefes Verständnis der Theologie. Durch seine Forschung an der Katholischen Universität von Amerika, an der er in heiliger Theologie promovierte, untersuchte er Möglichkeiten, die Theologie mit der heutigen Gesellschaft zu verbinden. Laut Tagle ist er aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse der katholischen Lehren eine respektierte Stimme in Fragen der Religion und Ethik. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Theologe besitzen muss, ist die Fähigkeit, schwierige theologische Konzepte so zu erklären, dass sie für die breite Öffentlichkeit leicht verständlich sind. Dadurch ist er in der Lage, mit Katholiken aus allen Gesellschaftsschichten in Kontakt zu treten, was gewährleistet, dass seine Botschaft möglichst viele Menschen erreicht. Darüber hinaus ist Tagle für sein Reformdenken bekannt, das sich mit dem Ansatz deckt, den Papst Franziskus innerhalb der Kirchenorganisation verfolgt. Er hat sich aktiv dafür eingesetzt, die Kirche in die Moderne zu führen und ihre Offenheit zu erhöhen. Er hat dem Vatikan geholfen, die Transparenz seiner Finanzen zu verbessern. Außerdem setzt er sich dafür ein, dass der Klerus der Kirche für jegliches Fehlverhalten, wie Missbrauch oder Korruption, zur Verantwortung gezogen wird. Außerdem ist Kardinal Tagles globale Perspektive eine weitere Eigenschaft, die ihn zu einem starken Kandidaten für das Amt macht. Der 62-jährige philippinische Kardinal hat die Nachfolge des katholischen Kardinals Fernando Filoni angetreten, der 8 Jahre lang an der Spitze der Vatikanabteilung stand. Er verfügt über ein einzigartiges Verständnis für die Anforderungen, denen die Kirche sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern gerecht werden muss. Im Rahmen seiner Arbeit steht er in Kontakt mit Katholiken in Regionen wie Asien, Afrika und Lateinamerika, die innerhalb der Kirche immer mehr an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus hat er sich bemüht, Beziehungen zu Menschen mit unterschiedlichem religiösem und kulturellem Hintergrund zu pflegen und damit sein Engagement für die Grundsätze der Einheit und des Friedens unter Beweis gestellt. Aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen ist er ein hervorragender Kandidat für die Leitung einer globalen Organisation, die versucht, den Bedürfnissen von Menschen aus der ganzen Welt gerecht zu werden. Es ist möglich, dass Tagles gute Beziehungen innerhalb des Kardinalskollegiums ein Faktor dafür sein könnten, dass er für das Papstamt in Betracht gezogen wird. Aufgrund seiner Intelligenz genießt er bei seinen Kollegen im Kardinalskollegium von Louisville hohes Ansehen. Außerdem könnte Tagles Charisma seine Aussichten verbessern. Wie Papst Franziskus und Papst Johannes Paul II. Ist er bekannt für seine Herzlichkeit und seine Fähigkeit, mit einfachen Menschen in Kontakt zu treten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er mit Menschen unterschiedlichster Herkunft spricht, sich ihre Geschichten anhört und ihnen Trost spendet. Er ist bei Katholiken auf der ganzen Welt sehr beliebt, weil man mit ihm leicht reden kann. Als starker Kandidat für das Papstamt ist Kardinal Tagle in der Lage, die Herausforderungen anzusprechen, vor denen die Kirche derzeit steht, was ihn zu einem attraktiven Kandidaten macht. Die Kirche sieht sich derzeit mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Betrachtet man all diese Eigenschaften zusammen, so erweist sich Kardinal Louis Tagle als einer der vielversprechendsten Kandidaten für die Nachfolge von Papst Franziskus. Es wird allgemein angenommen,
dass Tagle der bevorzugte Kandidat von Papst Franziskus ist und darüber hinaus der am besten qualifizierte Kardinal. Aber wie wahr ist es, dass Tagle bereits die Liebe des derzeitigen Papstes gewonnen hat? Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Befürwortet Papst Franziskus Luis Tagle. Aufgrund mehrerer wichtiger Faktoren glauben viele Menschen, dass Papst Franziskus Kardinal Luis Tagle als seinen Nachfolger auswählen könnte. Die häufigen Ernennungen, die Papst Franziskus für Kardinal Tagle vorgenommen hat, sind einer der Hauptgründe für diese Entwicklung. Diese Ernennungen zeigen das Vertrauen, das der Papst in Kardinal Tagle hat. Die Tatsache, dass Papst Franziskus im Laufe seiner Amtszeit immer wieder wichtige Aufgaben an Tagle delegiert hat, ist ein klarer Hinweis darauf, dass er Vertrauen in die Fähigkeiten von Tagle hat. Zur Veranschaulichung: Papst Franziskus hat Tagle zum Präfekten der Kongregation für die Evangelisierung der Völker im Jahr 2019 ernannt. Ein Amt, das innerhalb der Kirche großen Einfluss hat. Papst Franziskus hat Kardinal Luis Antonio Tagle zum neuen Leiter der Kongregation für die Evangelisierung der Völker ernannt. Tagle wird das Amt mit sofortiger Wirkung übernehmen. Die Ernennung von Tagle zeigt das Vertrauen des Papstes in ihn als Leiter einer wichtigen kirchlichen Einrichtung. Aufgrund des konsequenten Ernennungsmusters haben viele Menschen den Eindruck, dass Papst Franziskus Tagle auf noch bedeutendere Aufgaben in den kommenden Jahren vorbereitet. Auch das öffentliche Lob, das Papst Franziskus Kardinal Tagle zuteilwerden ließ, ist ein weiterer Grund für die Annahme, dass er ihn unterstützen könnte. In seinen Schriften und Ansprachen hat Papst Franziskus häufig seine Bewunderung für Tagle zum Ausdruck gebracht. Tagle ist eine Person, die vom Papst als intelligent, tief spirituell und bescheiden beschrieben wurde. Papst Franziskus hat Tagles Arbeit und seine Fähigkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten, in einer Reihe von öffentlichen Äußerungen gelobt, was dazu geführt hat, dass Tagle innerhalb der Kirche als angesehene Persönlichkeit angesehen wird. Die öffentliche Anerkennung von Tagles Position durch den Papst deutet darauf hin, dass er Tagle nicht nur als zuverlässigen Verbündeten ansieht, sondern auch als jemanden, der seine Werte und seinen Ansatz zur Leitung der Kirche teilt. Außerdem ist die Tatsache, dass sie gemeinsam an Reformen gearbeitet haben, ein starkes Indiz dafür, dass Papst Franziskus Tagle als möglichen Nachfolger in Betracht ziehen könnte. Reformen in verschiedenen Bereichen waren das Hauptanliegen von Papst Franziskus, darunter die Verbesserung der finanziellen Transparenz, die Beseitigung des klerikalen Missbrauchs und die Einführung integrativerer Praktiken innerhalb der Kirche. Kardinal Tagle hat bei diesen Initiativen eng mit dem Papst zusammengearbeitet und häufig Führungsrollen bei Projekten übernommen, die mit sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz und interreligiösem Dialog zu tun haben. So war Tagle beispielsweise eine prominente Figur bei der Synode über den Amazonas, wo er und der Papst ähnliche Überzeugungen hinsichtlich der Verantwortung der Kirche für die indigenen Gemeinschaften und die Umwelt vertraten. Tagle spielte eine wichtige Rolle bei der Synode. Darüber hinaus glauben viele Menschen, dass der Papst Tagle zu seinem Nachfolger wählen könnte, weil sowohl Papst Franziskus als auch Kardinal Tagle ein starkes Engagement für soziale Gerechtigkeit und Inklusion haben. Beide setzen sich stark für diejenigen in der Gesellschaft ein, die benachteiligt, ausgegrenzt und verletzlich sind. Papst Franziskus hat Kardinal Tagle jedoch nicht offiziell als seinen Nachfolger bestätigt. Diese positiven Äußerungen wurden bereits erwähnt. Der Prozess der Auswahl eines neuen Papstes ist sehr kompliziert, und das Kardinalskollegium ist daran beteiligt. Die endgültige Entscheidung wird in einem geheimen Konklave der Kardinäle getroffen, bei dem die Stimmen geheim abgegeben werden. Obwohl die Präferenzen des scheidenden Papstes die Wahl beeinflussen können, wird die Entscheidung letztlich im Konklave getroffen. Die Hauptverantwortung des Kardinals besteht darin, eine Führungspersönlichkeit auszuwählen, die die Kirche in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes lenken wird. Nur die Zeit wird zeigen, wer die Nachfolge von Papst Franziskus antreten wird, auch wenn viele Katholiken bereits neugierig sind, wer sein Nachfolger werden wird. Glauben Sie, dass wir die ganze Wahrheit über den Zustand von Papst Franziskus erfahren und was könnte seine Abwesenheit für die Zukunft der Kirche bedeuten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Ihre Gedanken sind jetzt wichtiger denn je. Wenn Ihnen dieses Video Klarheit verschafft oder zum Nachdenken angeregt hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Tippen Sie auf Abonnieren und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende.